Wasserpegel sinken dramatisch. Flussläufe liegen trocken. Die andauernde Dürre nimmt gefährliche Ausmaße an. Tiere finden kaum noch Wasser, kommen auf der Suche nach Trinkstellen sogar in unsere Gärten. Auch Wasserlebewesen leiden, wie zum Beispiel der Aal. Sein Lebensraum ist massiv betroffen, sagt uns Adrian Zentgraf vom Verband Hessischer Fischer. Das Wasser würde natürlicherweise ungefähr auf dieser Höhe hier drüber spülen, sodass hier natürlich da noch Fische langschwimmen. Wenn wir jetzt mal uns auf den Aal beziehen, dann zieht er sich in der Regel hier seitlich in solchen Steinpackungen zurück. Das sind so natürliche Unterschlüpfe hier, solche Höhlen hier unten drunter oder auch unter solchen Totholzstämmen. Da fühlt er sich ganz wohl tagsüber, weil er da einfach einen Rückzugsort hat und entsprechend vor anderen Raubfischen sicher ist. Der geringe Wasserstand und die hohen Temperaturen setzen der Unterwasserwelt und dem Aal gefährlich zu. Die Fische sammeln sich und auch die anderen Lebewesen sammeln sich in diesen Rückzugsbereichen, in den kleinen Bereichen, wo noch Wasser steht. Und das erwärmt sich natürlich auch durch die starke Sonne, durch die Sonneneinstrahlung und führt letztendlich auch dazu, dass viele Fische verenden können, insofern eben jetzt nicht ausreichend Wasser wieder hinzukommt oder auch die Wassertemperaturen noch weiter ansteigen. Wassertemperaturen über 25 Grad kann der Aal für eine gewisse Zeit aushalten, doch die haben wir seit Wochen schon überschritten. Bei höheren Temperaturen müssen Fische und Aale deutlich mehr Energie aufwenden und drohen nach einigen Wochen ausgezehrt zu sein. Die Folge: Fischsterben. Und das könnte nach Forschungsergebnissen wie von der Uni Koblenz in gut einer Woche schon der Fall sein. Oder stehende Gewässer können umkippen. Hier am Schwanenteich in Gießen zieht die Feuerwehr heute säckeweise tote Fische aus dem Wasser. Aber auch Landtiere leiden, die Wälder sind knochentrocken. Ulrich Steul ist auf dem Weg durch den Forst in Bruchköbel. Die Lage ist ernst, sagt der Landwirt und Jagdpächter. Also man sieht ja, dass es hier normalerweise eine sehr nasse, feuchte Stelle ist. Aber das ist halt im Moment nur noch Staub. Also hier findet das Wild keinen Tropfen Wasser mehr. Um Wildschwein, Reh und Co. zu helfen, greift er auf seine Zisterne zu. Rund 4000 Liter Regenwasser fährt er mit seinem Traktor in den Wald, mindestens einmal pro Woche. An verschiedenen Wasserstellen lässt er das wertvolle Nass ab. Auch eine stark frequentierte Stelle fürs Wild. In der Hoffnung, dass es auch angenommen wird, aber ich gehe bei dem schwachen Angebot davon aus. Dieses Rehkitz zeigt sich interessiert an der frisch geschaffenen Wasserstelle. Vermutlich aber wittert es unser Kamerateam und verschwindet fürs Erste. Aber Ulrich Steul wird wiederkommen, mit Wasser im Gepäck für die durstigen Waldtiere. Bei dieser Hitze lechzen auch andere Tiere nach Wasser. Weil natürliche Wasserstellen austrocknen, finden einige den Weg in unsere Gärten. Den durstigen Tierchen können wir ganz einfach helfen. Man kann eine flache Schale hinstellen mit Wasser. Da gibt es so in den üblichen Baumärkten diese Tonuntersetzer zu kaufen. Wenn man die mit Wasser füllt, dann ist auch die Höhe gerade angemessen. Also es ist nicht zu hoch, sodass keine Vögel ertrinken können. Für Insekten ist auch das Wasser sehr wichtig. Da kann man solche flachen Wasserschalen anbieten. Man muss nicht unbedingt eine Insektentränke kaufen. Da reicht auch dieser Tonuntersetzer, den man da mit Steinen oder Glasmurmeln versieht, dass die Insekten da einen sicheren Halt haben und nicht ertrinken können. Aber nicht nur Vögel und Insekten freuen sich über einen Umtrunk im Garten. Bei unserer Kollegin Katalin ist auch schon mal Wild zu Besuch. Dieses Rehkitz nimmt sich einen ordentlichen Schluck aus dem bereitgestellten Wassereimer. Eines ist aber immer sehr wichtig, wenn man Tieren bei diesen Temperaturen Wasser anbietet. Was dabei ganz wichtig ist, dass das Wasser möglichst täglich einmal, wenn es geht, sogar zweimal gewechselt wird. Gerade bei den aktuellen Temperaturen, wenn da nur so wenig Wasser in diesen kleinen Schälchen ist, erhitzt sich das relativ schnell und es können Keime sich wunderbar vermehren. Tiere könnten erkranken oder sogar sterben. Einigen Tieren können wir Menschen recht einfach helfen. Bei Wasserlebewesen ist das schon schwieriger. Für Aal und Co. wäre Hilfe von oben am besten. Man ist einfach darauf angewiesen, dass man wieder Regen bekommt, dass das Wasser ansteigt und man entsprechend auch in der Lage ist, die Fische somit natürlicherweise zu retten. Regen soll es ja schon morgen ausgiebig geben, hoffentlich aber nicht so, dass es zu Hochwasser oder Abschwemmungen kommt, denn das hätte ebenfalls schwerwiegende Folgen für Tier und Umwelt.